Herzlich willkommen zu meinem Modellbahnkanal Weppels Wunderwelt. Diesmal Straßenverkehr mit MCC Modellcar-Parts. Eigentlich wollte ich schon längere Zeit ein Fahrlakalsystem digital auf meiner Anlage installieren. Allerdings das Negative an der Sache war die ganze Zeit die Größe der Ultraschallsensoren und das nur in LKW verbaut werden kann. Über einen Artikel in der MIBA Spezial Modellbahn Digital 2022 Steuern mit dem PC bin ich auf die Firma MCC Modellcar Parts in Holland gestoßen und habe mir nun ein digitales Profi-Set bestellt. Und jetzt wollen wir mal sehen, was alles geliefert wurde. Hier nun das Steuerteil für die Weichen. Die Straßenteile sowie die Servoantriebe, die später benötigt werden, um eine Weiche zu installieren. Hier sieht man nun die einzeln geschnittenen Fahrbahnteile im Lasercut-Verfahren aus 1 mm starkem leichtem Holz oder Pappe. Im Startset sind enthalten die Magnetbänder für den Fahrzeugmagnet, eine Ladestation fürs Fahrzeug, der Steuerdraht, der später verlegt werden muss, hier noch die Verbindungskabel, die Hallsensoren zur Erkennung, wo das Fahrzeug sich befindet, ein Trafo für das Hauptsteuerteil. Hier nun die eigentliche Steuerbox, an die später die Steuerleitung angeschlossen wird und die Querverbindung zu den Magnetsteuerungen. Und hier der mitgelieferte LKW, der zum Startset dazugehört. Nun erfolgt das Auslegen der Straßenteile. Diese werden einfach wie bei Puzzleteile zusammengesetzt. Und hier wird nun eine Fahrbahn, ein Kreis mit 2 Ausweichstellen aufgebaut. Das Ganze habe ich jetzt vor auf einer separaten Platte, um einen Testaufbau zu verwirklichen. Damit der Film nicht zu lang wird, ist einiges im Zeitrafferverfahren wiedergegeben. Nachdem die Fahrbahn nun aufgebaut ist, werden die Teile auf der Rückseite mit Weißleim bestrichen, um sie auf dem Untergrund zu verkleben. Da die Teile später noch aufgetrennt werden, ist wichtig, dass alle Bauteile sauber mit Weißleim beschichtet sind, damit sie gut auf dem Untergrund verleimt sind. Dazu wurde der Weißleim aufgetragen, mit einem Pinsel verteilt und das Ganze dann wieder zurück in seine Position gebracht. Damit der Kreis sauber aufgebaut ist, werden die Einzelteile herausgenommen und dann später wieder hineingesetzt. Auch hier jetzt, damit es nicht zu lange dauert, das Ganze im Zeitraffer.
Als nächstes werden die Platzhalter für die Weichenantriebe für die Servos eingebaut. Normalerweise erfolgt dies mit einem 28 mm Kreislochbohrer. Da ich keinen zur Verfügung hatte, habe ich jetzt für die Musteranlage das Ganze mit einer Säge herausgenommen, anschließend mit einer Feile etwas nachbearbeitet, sodass die Teile dann sauber in die Platte passen. Das Ganze wurde auf beiden Seiten so durchgeführt. Im Anschluss wurden jetzt die Verbindungsstege herausgenommen. Das muss überall erfolgen, wo später ein Sendedraht bzw. das Magnetband eingebaut wird. Dabei ist auf Sauberkeit zu achten, damit der Sendedraht bzw. das Magnetband auch oben wieder eben eingebaut werden kann. Ist etwas zeitaufwendig. Vor allen Dingen ist beim Verleimen darauf zu achten, dass diese Teile keinen Leim auf der Unterseite haben, damit man sie besser rausbekommt. Nachdem nun alle Teile herausgenommen waren, werden nun die Bohrungen eingebracht, wo später Hallsensoren verbaut werden sollen. Die werden unter den Magnetbändern gebohrt im Durchmesser 3 mm. Nicht vergessen, das Ganze zu kennzeichnen, damit man später die Maße wieder aufnehmen kann. Wenn das Magnetband drüber ist, findet man die Löcher nicht ganz so leicht. Und außerdem müssen überall, wo Sendedrähte eingebracht werden, auch Bohrungen vorhanden sein. Als nächstes erfolgt die Montage der Weichenantriebe. Das sind Servomotoren. Darauf wird der Flügel montiert, mit der Schraube dann dort angezogen. Und im Anschluss werden die Servomotoren von unten in das Bauteil eingesetzt und mit den zwei Schrauben fixiert. In dem Fall habe ich jetzt die Platte auf den Kopf gelegt. Bei späterem Einbau ist es dann halt etwas schwieriger, weil es von unter der Anlage erfolgen muss. Nun erfolgt der Einbau des Magnetbandes. Dieses wird sauber in die Spuren eingelegt und dafür gesorgt, dass es oben eben anliegt. Im Normalfall wird an dem Magnetband die Klebeschutzfolie abgezogen, die sich auf der Unterseite befindet, und das Magnetband eingeklebt. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich das Magnetband später auf der eigentlichen Anlage noch verwenden möchte. Das Magnetband lässt sich mit einem Seitenschneider sehr gut schneiden. Es muss halt dafür gesorgt werden, dass alles ohne große Stoßfugen zusammengesetzt wird, damit ein problemloses Befahren der Strecke möglich ist. Nun erfolgt das Einlegen des Sendedrahtes. Dieser wird von der Zentralstation aus dann im Kreis verlegt. Dabei ist zu beachten, dass links und rechts der Fahrbahn die Verlegerichtung in zwei verschiedenen Richtungen erfolgen muss. An der Stelle, wie jetzt diese Ausweichstelle, sollten die zwei Drähte in die gleiche Richtung verlegt werden. Der Draht muss am Schluss eine geschlossene Ringleitung bilden, also es sollten keine Paralleldrähte gelegt werden oder irgendwo Unterbrechungen stattfinden. Man kann die Unterbrechungen zwar machen und unter der Platte wieder
miteinander zusammenfügen. Allerdings ist, wie gesagt, darauf zu achten, dass am Schluss, wenn es an der Station wieder ankommt, eine Ringleitung liegt. Damit der Draht nicht herausspringt, habe ich in dem Fall jetzt hier Kontaktkleber verwendet und das Ganze dann in die Rinnen eingefügt, so dass der Draht eben verschwunden ist, und zum Schluss wird das letzte Drahtende dann wieder zurückgeführt zur Ausgangsposition. Als nächstes wird nun die Steuerzentrale aufgebaut. Dazu werden noch 2 Löcher in die Platte eingebracht für die Stromversorgung und das USB-Kabel zur Steuerung vom PC aus. Hier wird zunächst der Trafo angeschlossen und der USB-Anschluss, und anschließend wird die Ringleitung noch auf den Stecker verdrahtet und auf der gegenüberliegenden Seite auf den zugehörigen Anschluss aufgesteckt. Wenn dann die Stromversorgung angeschlossen ist, sollte hier eine grüne LED leuchten, damit man erkennt, dass die Ringleitung komplett sauber geschlossen ist. Nach der Installation der zugehörigen Software, die man downloaden kann, wird dieses Programm gestartet. Der Anschluss für die USB-Verbindung gestartet und danach die Kommunikation verbunden. Das Auto muss dann angelegt werden und dann kann man von hier aus zunächst mal die Blinker setzen, die Aufblendlicht, Bremslicht, Licht ausschalten und die Geschwindigkeit regeln. Wenn das Fahrzeug auf die Strecke gestellt wird und ist eingeschaltet, blinkt zunächst mal, solange bis die Verbindung hergestellt ist, die Warnblinker. Anschließend geht das alles aus. Jetzt wurde das Licht eingeschaltet. Der Blinker auf der rechten Seite, auf der linken Seite, nun der Blinker auf der rechten Seite und nun Fernlicht, und dann fahren wir mal langsam los. Das Schwanken des Fahrzeugs kommt noch durch die Unebenheiten, die auf dieser provisorisch aufgebauten Testanlage noch vorhanden sind, und weil noch kein Fahrbahnbelag aufgetragen wurde, fahren die Räder ab und zu mal in die noch vorhandenen Alternativverlegebahnen. Hier sehen wir jetzt nochmal die Rückansicht des LKWs. Nun werden die Bremslichter betätigt und auch hier Blinker links und Blinker rechts, und das Ganze jetzt aus. Und schauen wir uns noch das Innenleben des LKWs an. Hier sieht man jetzt, das größte Teil ist das Akkupaket, dann die Widerstände für die LEDs, für die Beleuchtung vorne und hinten. Hier unten sieht man den Schiebeschalter zum Einschalten und die Ladebuchsen. Und hier auf dieser Seite nun das Kernstück, der eigentliche Steuerchip, der das Ganze dann zum Fahren bringt. Das war es wieder für diesmal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen.
Mehr über die Anlage gibt es über den Link rechts oben. Weitere Videos über den Link rechts unten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Weppel.